Schönen guten Tag, Herr Kaufmann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Wie sind Sie zu Ihrem Handwerk gekommen und wie verlief Ihre Ausbildung? Also ich bin zum Handwerk gekommen durch meinen Vater. Er hat das auch schon gemacht, 25 Jahre. Und die Ausbildung erfolgt in Deutschland, in Ludwigsburg. 3 Jahre ist Schule. Und das immer parallel praktisch zur Arbeit im Betrieb, im eigenen Betrieb. Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Handwerk? Die Faszination von unserem Handwerk ist einfach, dass wir wirklich uns zurückversetzen können in eine frühere Zeit. Und das ist einfach das Tolle. Wir können uns ein bisschen ausklinken von der schnelllebigen Zeit, von der stressigen. Natürlich oft einmal ist es schon stressig, aber im Grunde muss man sich mit dem Erbauer jetzt bei Restaurierungen auseinandersetzen. Und das ist eben einfach toll, weil man da wirklich sich in der Zeit zurückversetzt. Ja. Und was motiviert Sie in Ihrem Beruf? Ja, das Schöne ist, wir können da uns wirklich austoben, sozusagen, ohne dass wir groß eingeschränkt werden. Natürlich allem wissend, was wir da vor uns haben. Also, es ist ein historisches Instrument meistens. Und das Schöne ist einfach, dass man da dann wieder auch von Instrumenten etwas rausholen kann, was vielleicht auch Jahrzehnte schon nicht mehr hörbar war. Und das einfach dann wieder den Leuten, den Menschen zurückgeben, das ist einfach eine tolle Sache. Wie hat sich Ihr Handwerk in den letzten Jahren verändert? Oder hat es sich verändert? Es hat sich kaum verändert. Also das Handwerk selber ist das gleiche geblieben. Wie gesagt, speziell in der Restaurierung muss man einfach auf der alten Weise arbeiten und deshalb ist es eigentlich unverändert. Was sich verändert hat, ist die Bürokratie, also was halt überall sich verändert hat und was einfach auch viel zu viel an Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Wie wichtig ist der persönliche Kontakt zu Ihren Kunden? Ja, der persönliche Kontakt ist das Um und Auf. Also auch für einen selber, damit man auch weiß, wie ist das gelaufen oder auch zu verstehen, was brauchen die Menschen dort überhaupt nicht. Also das ist schon ganz wichtig zu verstehen, was machen wir eigentlich oder was müssen wir machen. Nicht? Und das, wenn man da nicht hinhorcht und hellhörig ist, dann geht einem das vielleicht verloren und man geht in die falsche Richtung. Also natürlich, das Instrument gibt bei uns schon ganz viel vor, aber man muss einfach auch verstehen, auch wenn man was Neues baut, was ist die Hauptaufgabe von dem, was wir bauen. Nicht? Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Beruf und wie gehen Sie damit um? Also die größten Herausforderungen sind sicherlich auch oft schon mit den Mitarbeitern, dass man da ein gutes Team halten kann und das unterstützt. Und natürlich auch, dass man die Kontinuität also bringen kann, dass man wirklich für alle da ist. Und das wird oft schon schwierig, weil dass man das auch schafft, sagen wir, zeitgemäß alles unter einen Hut zu bringen, das ist nicht ganz einfach. Was betrachten Sie als Ihren größten beruflichen Erfolg? Der größte berufliche Erfolg ist, dass wir alle noch da sind. Weil es sind viele Firmen mal aufgeflammt und wieder weg gewesen, aber eben deshalb der lange Atem
was wir eigentlich allem gehabt haben und dass wir nie verwendet worden sind, dass wir einfach von klein auf, also praktisch mit Reparaturen gestartet sein und halt allem ein bisschen weiterentwickelt und offen gewesen sein, auch für Zusammenarbeit mit anderen Internateuren, mit anderen Firmen. Also ich glaube, das hat uns eigentlich weitergebracht und wo wir jetzt eigentlich nach 30, 40 Jahren im Beruf jetzt sieht, dass man wirklich eigentlich das Richtige gemacht hat und einfach die Qualität allem an vorderster Stelle war. Das ist das Ausschlaggebende und das, glaube ich, hat sich dann bezahlt gemacht. Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Handwerks und was möchten Sie an die nächste Generation weitergeben? Ja, die Zukunft, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Also in der Zeit schaut es jetzt nicht allzu rosig aus. Natürlich für uns ist das kein Problem, für die Nachwelt weiß ich nicht, wo das hingeht. Die Kirche ist auch im Wandel und deshalb kann man das jetzt nicht so genau beurteilen. Also ich sehe jetzt was von meiner Laufbahn her, wie viel sich da schon geändert hat, wie die Pfarreien draußen, wo man eigentlich kaum einen Pfarrer trifft, weil er ja viele Vereine betreuen muss und so weiter, wo der Kirchenrückgang eine Rolle spielt, wo das Geld eine Rolle spielt. Also es ist ganz schwer. Also wie gesagt, wir haben viel Arbeit und gut zu tun, aber für die Zukunft, glaube ich, wird es sicherlich nicht leicht. Neubauten, Orgeln wird man wenige machen, bis keine. Und Restaurierung, Wartung wird allen bleiben, also das ist sicher nicht schlecht. Aber insgesamt, also glaube ich, wird es schon eher ein bisschen abnehmen oder ein bisschen in Vergessenheit geraten werden. Mhm. Und was möchten Sie der nächsten Generation mitgeben oder empfehlen? Sie sollen möglichst, also Handwerk ist sowieso, hat goldenen Boden, also wo auch immer und ich denke, man darf nicht aufgeben. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Wenn einem was gefällt und wenn einem was begeistert, dann soll man da dranbleiben. Und wie gesagt, wenn man da durchhaltet und auch vielleicht bei Rückschlägen mal aufsteht, dann kommt man schon weiter. Es braucht halt wirklich einen ganz langen Atem. Aber es macht einem Freude und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke.